So, machen wir weiter. Warum haben wir jetzt keine Schnellreise? Müssten normal rennen, okay. Nochmal ganz kurz am Gasthaus vorbeischauen. So, alles im Grün hier. Danke der Nachfrage, mein Lieber. Alles im Grün. Oh, wir können nicht mal das Gasthaus betreten. Voll. Wie können wir Kaffee um solche Uhrzeiten trinken? Einfach machen und trinken. Weil es schmeckt. Digga, es ist noch nicht mal 8 Uhr. Don't understand your problem, do a wolf. Ah, sind immer noch, ja? Oh, das klingt doch gut, Ruby. Another one down. You guys all right? Do you even need to ask? Nee. Get lost! Mein Körper sagt so, was ist Koffein? You know? That's what my shield's for. Get behind me. Good. I'll leave it to you. Take this. Its armor's too strong. Be my guest. I can carve through armor. Guys. Jetzt muss ich den anderen aber absagen, weil ich will eigentlich schon in die Firma, wo ich heute war. Dann ist das so. Dann musst du leider absagen, wenn dein Platz da, wo du heute warst, safe ist. Und dann dahin gehen ist ja alles normal. Ne, aber bis wie Fury sagt, erst wenn du unterschrieben hast. Mach auf jeden Fall keine Fighting Entschlüsse, bevor du irgendwas unterschrieben hast. Can't stop here. You're right. We should keep moving. While being careful, of course. So, und dann rasten wir mal hier. I didn't know. About Niaz and the hollowing? Of course you didn't know. We never told you about it. But those people hate Alphen now. It's not your fault. But If anything, it was my fault. This happened because I couldn't control my anger. You didn't start it. They were going to hurt Nazamiel. Unfortunately, if you favor either side, the other will hate you. If you treat them equally, then they both will. People have strong Sobi, opinions when it comes bitte to the blazing Streamtitel sword. lesen, lernen. Pleasing everyone will hardly be a simple matter. What about you, Dohalim? As the final lord, you're in a similar position, don't you think? True. Some turn to Wir me for spielen help, das, den while DLC, others der gestern despise me. rauskam. All simply because I am a lord. But compared to the symbol that Alphen must bear, my burden is quite light. People can be entitled about these kinds of things. Shion hat ein They Schwimmoutfit gerade an. assume someone is there to help them. They're doubly disappointed when that's not the case. In that, Danins and Renins are the same. so, what will we do now? Let's go back to Vicent for now. We can decide whether to divide up or not once we get there.
Schuh, Schuh. It's so noisy. Is it morning already? Wake up, everybody! Hurry! What's wrong? Nazamiel's gone. What? You sure she's not just taking a walk around while invisible? Apparently not. She left behind a letter. To my friends. My first friends. It made me happy that I could help all of you. It made me happy to earn your praise. I don't want my friends to be sad. I don't want anyone to hate you. You all taught me that my power can be of use. So, I'm going to see if there isn't something I can do. What is this? What are you planning on doing, Nazamiel? You're somewhere nearby, aren't you? Please say something, Nazamiel! Nazamiel! Und Nazamiel hat die Gruppe verlassen. So, what now? Wochen später. Oha. It's been weeks. We're still searching for Nazamiel, using Vicent as our base of operations. She was so happy to finally make some friends. Where could she be? What is she up to? Wherever she is, regardless of how much we continue to search, we still haven't managed to find a single trace of her. And, once again, I find myself... She was spotted on Treslita Highway, correct? Yes, but we don't know that it was actually Nazamiel. All we know is that they saw a Renin-looking girl wandering around by herself. I hope we find her this time. Even if it isn't her, it's dangerous for anyone to be alone outside the city. Let's go. Und es gibt da wieder eine neue Sidequest. Und dann, let's go! You finally made it. Around here? I think so. The people who saw Ja, her were a little Sidequests fuzzy on the teilweise, details. ne? Let's expand the range of our search a bit. Hauptquests auf jeden Seagulls Fall. are still pretty... Ist alles okay? Warte mal, du bist doch dieser Gourmet. Again? Bist du wieder vor Hunger ohnmächtig geworden? Hier ist etwas von meinem Brot. Als ob ich gewöhnliches Brot verspeisen würde. Wobei, es gibt was ich dich fragen wollte, junge Dame, die stets Hunger hat. Was hältst du für wahre Gastronomie? Wahre Gastronomie? Gutes Essen, nicht wahr? Was könnte es sonst sein? Nein, darum geht es bei wahrer Gastronomie nicht. Du musst wissen, ich bin auch nach dem Verschmelzen der Welten weiter herumgereist. Stets auf der Suche nach Gastronomie. Und auf diesen Reisen habe ich an verschiedenen Orten auch Renäern meine Geschichte aufgetischt, auch wenn es nicht immer leicht war. Und selbst meine besten Mahlzeiten haben nicht alle zufriedengestellt. Das ist ungeheuerlich. Wie könnte jemand dein Essen essen und nicht zufrieden sein? Aber es gibt auch viele Regionen, in denen immer noch Nahrungsmangel herrscht. Wir haben sicher geliebt, was du ihnen serviert hast. Nein, der Ausdruck auf ihren Gesichtern sah alles andere als zufrieden aus. Das beweist, dass ich wahre Gastronomie noch nicht erreicht habe. Vielleicht könnt ihr mit den Leuten sprechen, denen ich neulich Gnocchi servierte. Denkt dran, eure Meinung von den Nähern wie Nähern einzuholen. Als Spitzengastronom muss ich ein Rezept entwickeln, das jedem zusagt. Wenn es dir keine Ruhe lässt, warum fragst du sie nicht selbst? Du Narr, wie du siehst, bin ich zu ausgehungert, um nur einen Schritt zu gehen. Mir bleibt keine Wahl, als euch zu fragen. Warum habe ich diese Reaktion erwartet? Mal sehen. Got it. Auftrag annehmen. Na gut, wenn es dir so wichtig ist, wir reden mit ihnen. Jawohl, ich möchte das Geheimnis der wahren Gastronomie
das er gründet, auch erfahren. There's no time to waste. Let's start asking around so we can help our foodie friend on his quest. Mhm. Finde heraus, was Gordenos Gericht fehlt. Befrage Leute in Wissend. Wow, Shion. You're really throwing yourself Machen into wir dann, this wenn wir one. wieder in Wissend sind. But I guess we... No choice. That'll bring you down. I'm not done. Orochi's down. Here. Lightning orb! Be still. Luna Rongo. Looks like you're doing well, Laura. Of course! I'm always doing well. Oh, yeah? Wait! Please heal me. Well, looky here. You guys want to rest here? So. Nice. I wonder Sachen what we zu can make with verkaufen. this. If you... You can't Ne. decide. Das war's. I'll Dann have it weiter. raw. Hey, wait! Don't eat. No backing down! I'll smash you! Denied. Radiant light. Flame. Reload. Tear. Hurricane thrust. Come and face me. I'll tear you apart! Watch it! Confiscated. Ice tornado. Take this. This one keeps charging us. That's what my shield's for. Get behind me. Got it. I'll leave it to you. Explosive ring. Healing Swallow dance. Divine Megasonic throw. Nice. Now I can keep at it. I didn't heal you just so you can get hurt again. I'm trying to focus. I was only trying to be nice. You fight better at a distance. The further away, the better. You and I both. Not today. Glimmer Break! I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! Einfach mal zerstört. One deadly strike, just as ordered. Look, there's someone over there. Yes, but it isn't Nazamiel. Well, let's go take a look anyway. This will be a delicious piece of cake. Dragon War. I'm surrounded! I'm on it! Take this! Searing ready to go. Be far enough. Now, Got flyers. I can I've carve got through this. armor! Let a marksman handle it. All yours. We did it. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart. Epilepsie Nicely incoming, done. ey. Oh Mann. Are you this kid's mom? I'm glad everyone's all right. Are you going to kill us now? What? Or are you going to take my daughter away and brainwash her? Ja, ja, sind schon an, Wolfi. Wait, Die it's Lichter. not like that. Lies! I know who you are. Boah, das ist so typisch Mensch, was sie hier darstellen gerade, ne? The Richtig blazing undankbar. sword of Dana is here to oppress us. And if we fight back, we die. I've heard it all. No, listen.
I never should have come here. I'm leaving. Wait, you... Don't come any closer! Well, that wasn't Nazamiel. Seemed like she wanted to move to Vicent, but in the end, she probably wouldn't have been able to fit in. I feel sorry for her child. Are you okay? This isn't the first time this has happened. Let's go back to Vicent. What was up with that woman and her daughter? And here... Dann zurück nach Vicent. Oh, gleich die Nebenquest damit machen. We were worried about them. It's all right, Law. Even knowing how deep-rooted the conflict between Renans and Danans is, You've been looking a bit blue these days. Want to talk about it? Well, you know how for the past year I've been traveling with Xion? Without settling down in any one place like the rest of you? To seal up the mausoleums, right? That's something only you guys can do. The reason I didn't stay in cities for long was because I wanted to avoid people. Because everyone's either calling you a hero or a destroyer, right? That's why you exploded in Nies, isn't it? Yeah. I wanted to protect Nazamiel, but it wasn't just for her. A lot of that anger was for my own sake as well. But what else could you do? Any way you look at it, they were in the wrong. Even so, I should have handled it better. If I hadn't lost control and caused this whole mess, Nazamiel wouldn't have run off. Look, I get why it's bothering you, but that doesn't mean... it's not just her, is it? I get the sense that behind all this, you're actually anxious about your future. Alphen's future? What are you talking about? You really are perceptive when it comes to other people. If people could be perceptive about their own business, no one would ever have anything to worry about. No doubt. You're right, though. I'm in this mess just handling my own problems. I worry I'm not ready. Regardless of what anyone says, it's your life. Don't let your future slip away from you. Or perhaps I should say, your future together? Wait, that's... you mean Alphen and Xion? Spluttering like a fish is not proper decorum, young man. You're not even that old! I'll still have to think it over and choose for myself, but I do feel better now. Thanks, guys. So, quatschen wir mal direkt hier für die Sidequest. Das Gericht von diesem alten Mann? Ja, davon habe ich gegessen. Die Gnocchis waren köstlich. Hattest du das Gefühl, dass irgendwas fehlte? Naja, wenn ich etwas kritisieren müsste, der Geschmack war neu, aber fühlte sich irgendwie merkwürdig an. Meinst du nicht, dass sie köstlich waren? Auch sicher, aber die Gnocchi, die ich gegessen habe, waren renäisch gewürzt. Es schmeckt ein wenig anders als authentische renäische Küche und die Gewürze passten nicht so recht zu einem danäischen Gericht. Damit es für René schmackhaft ist, hätte es etwas mehr süß-sauer sein müssen. Verstehe, René und René haben also auch verschiedene Essensvorlieben. Ich wette, Rodeno ist noch dabei, renäische Gerichte nachzuempfinden. Aber das würde ich nur sagen, wenn ich etwas bemängeln müsste. Ich bin dem alten Mann sehr dankbar, dass er so fein für uns kochte. Right. Okay, wir geben es an ihn weiter. Naja, es sollte gehen. Jetzt habe ich richtig Heißhunger auf das Essen dieses alten Renéas. Ja, so viel dazu. So. Mal da noch ein bisschen quatschen. Ja. Ob ich ein Gericht von diesem Gordeno gegessen habe? Ja, ich glaube, er hat Gnocchi serviert. Die waren echt lecker. Ich würde sie gerne wieder essen. Und als du das Gericht verzehrt hast, hattest du das Gefühl, dass irgendwas fehlte? Fehlte? Naja, wenn ich was wählen müsste, dann vielleicht, dass es nicht überraschend war. Nicht überraschend, Kannst du das genau erklären? Ich meine, es ist gar nicht negativ. Es war einfach nach renäischer Art gewürzt, so wie ich es kenne. In letzter Zeit habe ich viele renäische Gerichte ausprobiert.
Hier gibt es viel Essen, das von renäischen Leuten gekocht wird. Deshalb interessieren mich gerade renäische Aromen und ich habe mich dazu schlau gemacht. Aber das ist wirklich jemand auf hohem Niveau. Ich bin jemand sehr dankbar, der die Gnocchi gemacht hat. Interesting. Renäisch gewürzt, hm? Darüber habe ich nie gedacht. Ich bin sicher, Gordenos Güte veranlasst ihn, den Menschen mit einem vertrauten Geschmack etwas Trost in dieser chaotischen Welt zu spenden. Er ist ein komischer Vogel, aber ihm liegt am Herzen, die Menschen mit seiner Kochkunst glücklich zu machen. War's das? Ich habe noch zu tun. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir leiten deine Rückmeldung an ihn weiter. We've heard a lot about food, but not much about how we can actually help. I'm sure Gordy... Komm, gehen wir den Bericht erstatten schnell. We'll be Dann haben wir das hinter uns. out. Let's tell him what we've learned. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. It's too bad that wasn't Nazamiel, but at least we know for sure now. Yeah. Let's head back to Vicent. Ich wusste nicht, dass die Leute so über mein Essen denken. Schon gut, Gordeno. Heute haben wir sicher, dass sie die Kritiken äußern würden, wenn sie müssen. Das ist es. Ich verstehe es jetzt. Das ist, was meinem Essen fehlt. Klingt so, als hättest du eine Erleuchtung, Gordeno. Ja, aber um das Gericht zu kochen, benötige ich Zutaten. Nämlich eine süß-saure, klumpige Frucht und einen blauen Fisch, der roh wie gegart gut schmeckt. Und zu guter Letzt etwas, das weder quiekt noch hopst. Deine Beschreibungen sind immer so vage. Ich habe keine Ahnung, was für Zutaten du meinst. Gib nicht auf, Alfen. Beim Kochen geht es nicht ums Nachdenken, sondern ums Fühlen. Genau, und für die wahre Gastronomie ist die Verschmelzung der Aromen erforderlich. Aber wie ihr seht, bin ich zu ausgehungert, um aufzustehen und mich zu bewegen. Ich bin auf euch angewiesen. Gordeno, dir geht's in Wahrheit prima, oder? Papalapap. Bitte treibt die Zutaten auf, die ich euch genannt habe. Dann koche ich das Gericht für euch und gebe euch auch das Rezept. Das weiß ich zu schätzen. Aber wie sollen wir die Zutaten finden, wenn wir gar nicht wissen, was sie sind? Mit süß-saure, klumpige Frucht meint er sicher Erdbeeren. Die haben wir safe. Und der blaue Fisch, der roh wie gegart gut schmeckt, ist Makrele. Müssen wir mal gucken. Nur etwas, das weder quiekt noch hops. Das könnte Schweininchen sein. Sehr gut, Shion. Wenn das stimmt, haben wir schon alle Zutaten. Zutaten übergeben. Reichen diese Zutaten, Gordeno? Oh, das ist wunderbar. Jetzt kann ich endlich die wahre Gastronomie erreichen, nach der ich strebe. Ich bin sehr gespannt, was du kochst. Keine Eile, junge Dame. Jetzt werde ich dir mit meinem Essen zeigen, was wahre Gastronomie ist. Weil ich hatte echt null Bock, die Sachen zu farmen. Fertig. Er sieht aus wie normale Gnocchi, nur mit Fleisch. Beurteile ein Gericht nicht nach dem Aussehen. Deine Beschwerden höre ich mir an, nachdem du es gegessen hast. Wie Gordeno schon sagte, Orphan. Spar dir deine Anmerkungen, bis du gekostet hast. Na schön, dann lass mal einen Happen probieren. Das ist so köstlich. Sie sehen wie normale Gnocchi aus, aber die unerwartete Kombination an Texturen von Gnocchi und den anderen Zutaten ist der Wahnsinn. Und dieser raffinierte Geschmack. Warte, sag mir nicht, du hast auch all die Zutaten in den Gnocchi-Teig geknetet. Dann habt ihr es also gemerkt. Das ist das neue Gericht der Verschmelzung. Das Richtige für diese Welt. Durch eine Basis danäischer Gewürze, kombiniert mit einer Mischung renäischer Aromen, konnte ich das Beste bei der Küche hervorzaubern. Ein Geschmack, der danäischen wie renäischen Gaumen schmeichelt. Das ist die wahre Gastronomie, die ich gesucht habe. Das ist also wahre Gastronomie. Nun sag mir noch einmal, was ihr von diesem Gericht haltet. Du weißt schon, was wir sagen werden. Absolut exquisit. Geil. Ich bin im Himmel. Harmonisiert. Oh Mann, das ist so Trolling gerade. Die nimmersatte junge Dame und ihre Freunde haben mir wohl wieder etwas Neues beigebracht. Jedoch habe ich gerade bloß die ersten Schritte auf dem Weg zur wahren Gastronomie zurückgelegt. Ich werde weitere Rezepte entwickeln, die die Verschmelzung der Welten kulinarisch widerspiegeln und Renäer wie Denäer erfreuen. Das ist also eine Art der Koexistenz. Das ist eine tolle Idee. Ich bin sicher, deine Gerichte erfreuen Menschen in aller Welt. Auf meinen Reisen bin ich womöglich wieder auf eure Hilfe angewiesen. Ja, und ich freue mich schon darauf, mehr von deiner wahren Gastronomie zu probieren. Ja, hatte ich direkt hier Flashbacks von Ginjo Force. Forging a path to coexistence through cuisine is an arduous task. Aber ja, machen wir die Sidequest fertig und können zurück nach Vicent.
If he can pull it off, though. His cooking sure put a big smile on Shion's face. I'm sure that the day will come when Danins and Renins share meals together without a second thought. I'm hungry! So hungry! I can eat a whole horse by myself! I bet. Speaking of dinner, I think it's Shion's turn to cook tonight, right? I believe so. Let's ask if she can get started sooner rather than later. If for no other reason than to settle law down. What? Something wrong? Hush. They sound quite excited about something. From what I've heard, a lot of people have been copying Kagari and Notio's wedding ceremony from last year. Yeah, it's a traditional Renin ceremony, but ever since they got married, it's gotten super popular, even among Danin couples. The whole thing was just so lovely. It was my first time attending a wedding, but I can definitely see the appeal. Lovely, yeah. Oh, and all the food they served was delicious too. I know, there was so much food, but everything they served was carefully chosen. And you could taste the care put into every bite. And the flowers. The arrangement they chose for Kagari's bouquet was a perfect fit for her. Also, during the banquet after the ceremony, Kagari and Notio were telling me the whole story about how they found their new house. They said it was okay if it was simple and bare bones. They just wanted a warm place where they could spend their days together. I want that too. A joyous ceremony for a loving couple starting a new life together. I guess dreams really can come true. It was a perfect day. Sounds like someone may have been taking notes. No, it's not like that. Anyway, Kisara, how about you? Me? Well, I certainly don't think marriage is the most important thing in life. That said, I'll admit having a wedding ceremony does seem nice. Really? It sounds like you both feel the same way then. Oh, speaking of which, Kisara, do you remember what you said at Kagari and Notio's ceremony? About the bouquet toss? You mean how if you can't catch a bouquet, you'll end up always being single and alone? Yeah, I'm sorry about that. As it turns out, that isn't true at all. What? It isn't? Apparently not. I actually just found out recently myself. I'm really sorry. I shouldn't have mentioned it without checking first. This is quite an interesting conversation, in more ways than one. Seriously? Who cares about weddings and all that kind of stuff? Let's go already! I'm starving! If we must. Personally, I feel it's rather boorish of you to spoil their fun. Hey! You guys talking about weddings? Oh, you three are finally back. Yeah, it turns out weddings are all the rage these days. I have heard the same. There is no denying that Notio and Kagari's ceremony was a delightful occasion, Muss auch mal sein, ja. filled with warmth and understanding. That's for sure. Even after the ceremony was over, Shion just kept going on and on about how nice it had been. I don't know about that. Really? I guess I never realized. Law must be misremembering, that's all. Milkshake oder so. Anyway, I've got a dinner to make. Seems like it's a bit of a touchy subject for her. It would probably be best not to press her on it. Döner heute nicht so. Nö. What is it, Alpin? Is something the matter? No, sorry, I'm just realizing that there's so much I don't know. Ja, was Süßes I had no idea that Kein weddings were Kuchen popular. oder so, oder ein And Schokomilchshake. Shion was so interested in them. Any of it. Don't let it get to you. Paying attention to such things is simply not in your nature. Damn, Dohalim! Are you trying to cheer the poor guy up or rub salt in the wound? No, it's fine, Law. Dohalim is right. Still, it's something I need to work on. Otherwise, it could get me into real trouble in the future. Maybe someday I'll, find someone I want to marry. If my bride is someone who cares deeply about the wedding ceremony, then that means it should be important to me, too. I don't want to use my own ignorance as an excuse to make my bride-to-be do all the planning. That would be a huge burden for one person to carry, right? That may be the case, but I'm still not sure what you're getting at. I just think that it's important to know about weddings. Not only weddings, but
marriage in general. I need to learn more about them so I can be prepared. I want to do some research and fill in the gaps in my knowledge. That way I'll have the confidence to help out and make informed decisions when the time comes. But I've never done something like this before. I have no idea where to even begin. So... You're saying you want us to help you out? You got it! To be honest, I don't really know that much about the subject myself, though. Thanks, Law. Oh, speaking of which, you should definitely make sure to ask Xion for help. There's probably nothing about nuptials that she doesn't know. No. Sorry, but I, want to keep this a secret from her. Because, I'm doing this for my own benefit. So I want to do as much of it as possible on my own, without being a burden on anyone else. I realize I'm asking for some assistance from all of you guys, but I don't want to bother Xion Boah, with was ist das für ein Dialog, ey? Wie lange geht der noch? relying on her too much. I really want to avoid that. So, I want to do this research, but I also want to keep Xion from finding out about it. Can you help me? Whoa, that was a whole lot of words. But I think I get what you're trying to say. You could have just said you don't want to cause trouble by not knowing anything, because you finally decided you want to marry Xion. Ow! You need to work on your filter, Law. You don't have to say every thought that pops into your head. You aren't a little kid, are you? Ah! Sorry. My. Those growing pains can sure pack a wallop. At any rate, I think I speak for all of us when I say we are sympathetic to your cause. We shall assist in your research and keep it to ourselves. You should go about this endeavor in your own way. If you do not wish to involve Xion at this time, then so be it. But be mindful that should she find out, you'll likely need to explain all of this to her. The pursuit of knowledge is a noble one. I'm rooting for you, Alphen. Thanks, all of you. I'm gonna take advantage of this opportunity to gather as much info as I can. Xions Tagebuch. Über die Bibliothek im Menü kannst du Xions Tagebuch lesen. Es kommen neue Einträge hinzu, wenn du die EX-Quests erledigst. Ah, lest du jetzt kein Mädels-Tagebuch hier, ey. Ein Dämmerkristall, eine Brandschuppe. So, die Brandschuppe haben wir schon mal. Hier ist ein Dämmerkristall. I always love the sound of hammers banging away. Sehr gut. Das ist unser Questlog. Ja. Diesen Erdstein habe ich noch nicht gefunden. Ja, bei Alphen brauchen wir aber halt eine andere Waffe noch. How many times do I have to tell you? We cannot allow that! What's wrong with asserting a right that I obviously have? Not again. Fine. If it's come to this, I'll use my astral arts to show you who your master is. Enough! Why, you insolent!
This man wishes to emigrate here, but is demanding preferential treatment because he's a Renin. That's not how things are done here. Did you come here without knowing that? Lord Dohalim. I had heard talk, of course, but I considered the rumors too preposterous to believe. So, it's true. The Blazing Sword and the Lord are working in league with one another. What an affront to our people! Thank you for your help. He wouldn't listen to reason. Lately, more and more Renins and Danins are acting like that. It's true. I'm trying to think of solutions, but it's a very delicate situation. Oh, one other thing. Droshin from the Department for Welfare was looking for you all. He says he has something to discuss. Alphen. It's difficult to receive such hostility from a stranger. I know I've experienced it myself, but... Don't worry. Oha, da ist sie. Nazamiel, where have you... Be patient. Just for a little longer. Nazamiel, come back! I want to talk... Nazamiel was right here. Maybe we can... it's no good. There are too many people. What did she mean by be patient? Okay, da war And die why up Kleine here gerade now und of all sagte, wir sollen uns times? We gedulden. spent so long searching for her. Was she actually watching us the whole time? Aber wieder eine Sidequest. Nehmen wir direkt mit. Well? Lagil, wie sieht es in der Stadt aus? Es hat sich nichts verändert. Weder zum Guten noch zum Schlechten. Ich habe auch jeden Tag zu tun. Nicht nur mit den Zeugeln. In letzter Zeit häufen sich auch die Streitigkeiten zwischen Renäern und Danäern. Selbst in dieser Stadt, ha? Sogar in Menantia führt die Ankunft der Flüchtlinge zu Reibungen. Ja, wir stellen nur Leuten Wohngenehmigungen aus, die das Ideal des Zusammenlebens von Danäern und Renäern akzeptieren. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das Ideal prinzipiell akzeptiert oder auch im Alltag lebt. Ich habe auch gehört, dass renäische Soldaten, die ursprünglich aus Wissen kamen, ihre Familien hierher eingeladen haben. Ja, dank verständnisvoller Renäer wie sie gibt es wenig offene Konflikte. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt. Genau, ich arbeite hart, um solche Probleme zu lösen, aber das wird nicht einfach. Gibt es etwas, was wir jetzt tun können? Oh, in dem Fall, das hat nichts damit zu tun, aber könnt ihr wohl Sarah für mich suchen? Is that so? Sarah? Ist der schwarzen Samtpfote etwas zugeschossen? Sie ist seit einer Weile nicht mehr heimgekommen und ich mache mir etwas Sorgen. Ich finde leider keine Zeit, um sie zu suchen. Bitte, Kisara, wenn du Sarah in der Stadt siehst, könntest du sie zurückbringen? Klar. Okay. Danke, ich bin hier, also sagt Bescheid, wenn ihr sie findet. Where could Zari have gone? I hope she's okay. She was never far from Lagil. Something may have happened to her. As I recall, Miguel loved that cat as well. We should do our utmost to bring her back safe. So, da ist ja schon was eingekreist. Wunderbar. Mehr kleines Kätzchen. What's that? Hey, das ist Sarah. Sie war wohl hier, um Essen zu schnorren. Oh, Lord Dohan, ist das deine Katze? No. Nein, sie gehört einer Freundin von mir. Wir haben nach ihr gesucht, aber ich froh, dass sie wohl auf ist. Ja, da fehlt das Bin. Ich sehe sie immer hier flanieren, daher habe ich sie gefüttert. Sie ist meine erste Freundin hier in Dana. Du bist ein Flüchtling aus Neges, oder? Wie hast du dich in der Stadt eingelebt? Nicht so besonders. Ich kam her, um zu meinem Sohn zu ziehen, aber es ist eine große Umstellung. Bis vor kurzem hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal unter der Nähe lebe. Dank dir, Lord Dohalim, habe ich mich an dieses Leben gewöhnt. Ich finde es toll, dass mein eigener Sohn so aufgeschlossen ist. Was mich angeht, ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, wenn ich sehe, wie mein Sohn sich mit der Nähe anfreundet.
Angst oder Unsicherheit ist ein normales Gefühl, wenn man mit neuen Werten oder einer ungewohnten Umgebung konfrontiert wird. Es gibt sich mit der Zeit. Du sollst Geduld mit ihr haben. Du hast recht. Diese Katze ist ein danaisches Wesen, aber sie ist unfassbar niedlich. Sie hat so ein prächtiges Fell. Wenn ich mich mit dieser Katze anfreunden kann, sollte ich auch die Welt so sehen können. Und die da näher. Da hast du ganze Arbeit geleistet, Sari. Aber jetzt komm wieder mit uns mit. What? Sie ist entwischt. So, jetzt können wir erstmal eine Katze wieder jagen. Why did that Mein damn Gott. cat run away? Maybe she's not done playing? She looked fine. Guess we'll just have to continue our search. Kisara? Oh, I was just thinking how blessed we are to have a place like this. And it could all... Hey! Du Dummkopf, ich sag doch, das darfst du nicht. Warum nicht? Was spricht dagegen? Hey! Hey, ihr zwei, was zankt ihr euch so? Hört ihr bloß an, was mein Freund mit dieser Karte vorhat? Einer Katze? Du meinst doch nicht... Habe ich Karte gelesen statt Katze? Oh mein Gott. Miau. Ich will der Katze nur eine köstliche Leckerei geben, mehr nicht. Aber ein gewisser jemand hat ein Problem damit. Sei doch mal still und hör zu, was ich sage. Katzen können sterben, wenn sie Schokolade essen. Huh? Oh, tatsächlich? Right. Er hat recht. Ich habe schon geahnt, dass es brenzlig wird, aber ich dachte nicht, dass es um sowas geht. Tut mir leid. Ich dachte, das wäre bloß ein Vorwand, um Streit anzufangen, weil ich René bin. Wenn du sie füttern willst, probier es mit getrocknetem Fisch. Hier, ich geb dir einen. Danke. Hey Kätzchen, magst du den mal probieren? Der ist köstlich. Kisara. Sie sieht so putzig aus, wenn sie frisst. Kisara, das ist unsere Chance. Stehen geblieben, Sarah. Oh, und wieder ist sie weg. Oh Mann, ey. Was für eine Nonsense ist das wieder? Das ist so typisch RPG-Quest, ne? She keeps running away. Ja Mensch, die Sky. Has she Du forgotten hier und nicht in who I Hollywood. am? Was geht ab? She did choose Lagiel over you, didn't she? Shh. No need to bring that up. Grüße, Grüße. Und noch wach um die Uhrzeit? Holy moly, was ist da los? Das ist ein Albtraum. Was soll ich nur tun? Du scheinst sehr besorgt. Was ist geschehen? Dort, Dohalim. Meine Tochter ging spielen und ist nicht nach Hause gekommen. Und jetzt kam dieser Junge zu mir und hat erzählt, dass sie womöglich aus der Stadt hinausging. Wir haben mit dieser Katze gespielt. Video geguckt und Storyteller auf 100% gespielt. GG's. Was macht Diablo? Really now? Hast du morgen frei oder was? Zara, hier hast du also gesteckt. Junger Mann, kannst du mir berichten, was geschah? Ausführlich, bitte. Ich habe die Katze immer aus der Ferne gesehen und wollte mit ihr spielen. Dann hat das Mädchen mit mich zu sich gerufen. Satan, grüß dich, was geht? Ich bin immer noch wach um die Zeit, es sei denn, ich habe Frühschicht. Ja, man blickt halt nicht durch, deswegen muss ich fragen. Kann ich aber auch sein lassen. Wenn du das möchtest. Dann hat das Mädchen mich zu sich gerufen. Ich verkrümel mich nur meist um die Zeit zum Lesen oder so. Ah, danke für die Info. Und dann wurden wir Freunde und haben uns zusammen um die Katzen gekümmert. Also sie gefüttert und gebürstet. Aber dann ist das Werkzeug kaputt gegangen. Sie ist losgegangen und wollte Materialien für die Reparatur besorgen. Außerhalb der Stadt? Ja, dort drüben. Ich wollte sie aufhalten, aber sie hat nicht auf mich gehört. Schon gut, wir finden sie. Überlass uns den Rest. Bitte tu etwas. Jawohl, gehen wir. Oh, gut geht's dann schon. Kann nicht klagen. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch, Mann. Dir geht's gut. 19 Uhr fertig mit Arbeit. Schnell noch beim Minder was und jetzt etwas chillen. Mein Freitag war sportlich, aber hab regulär Feierabend gemacht. Und ja, jetzt sind wir bisschen die Bude aufgeräumt. Morgen ist Großputz angesagt, weil morgen Abend kommt die Mama aus der Türkei wieder nach 6 Monaten. Und ja, wahrscheinlich gehe ich mir irgendwo noch was Leckeres zu snacken holen. Ich habe richtig Bock auf was Geiles, Süßes. Irgendwie einen Schokomilchshake, einen geilen Kuchen oder so. Also sei stolz auf mich. Ein weiteres Spiel beendet. Dafür leider ein neues für die Wunschliste gefunden. Das kostet nur 20. Ich werde stolz auf dich sein, wenn du Diablo 100 bist. Oder wir dann da mal zusammen zocken. Regelmäßig. Aber hast du fein gemacht mit deinem Storyteller? Kriegst ein Quickly, Zugals are closing in. We have to move. Little help. I'm surrounded! Where
Ja, wir telefonieren eigentlich alle 2 Tage, Satan schon. Ich habe ja eine Flatrate in die Türkei beim Festnetz. Auf dich auch, Georg. Auf dich immer. Und was hast du denn auf die Mundschütze getan, Sky? As impressive as always. Go for it! Prepare to crumble! Will this help? I'm ready! Shattering the... Genau. Wir haben eine EU-Flatrate und in bestimmte Drittländer eine Flatrate. Bei NetCologne. Deswegen meine Mutter telefoniert jeden Tag mit der Heimat, mit ihrer Family. Das war sicher fürchterlich, aber jetzt ist alles gut. Das ist wirklich... Okay. Ja, die Zeuge sind jetzt alle weg. Wir haben von deiner Mutter und deinem kleinen Freund gehört, was geschah. Deshalb suchten wir nach dir. Oh, er hat also... Ja, du hast einen sehr guten Freund. Ich hoffe, es war dir eine Lehre, nicht achtlos aus der Stadt zu gehen. Ja, tut mir leid. Willst du von hier aus alleine nach Hause und bereite deiner Mami und deinem Freund nicht mehr solche Sorgen, ja? Versprochen. Danke. So then. Wir sollten auch zurückgehen. Ja, Sarah scheint es sehr gut zu gehen. Also sagen wir Lagi Bescheid. Preußen irgendwas, quasi im Stil von SOS, nur dass du Arzt bist und Leute von Krankheiten hast und dafür Mats im Wald sammelst oder vom Monster. Also, danke für die Erklärung. Danke. So. Ey, zum Glück hat man hier diese Schnellreise, ne? Sonst würde ich vollkommen durchdrehen mit dem Hin- und Hergerenne. Man kann auch heiraten, oh je. Oh je. Du brauchst den Wedding-Simulator, ohne Scheiß. Sarah, ihr seid auch zurück. Hm? Was meinst du mit auch? Katze ist auch zurück. Meine geliebte Sarah kam gerade zurück. Tut mir leid, dass ich euch auf die Suche nach ihr schickte. Sie ist uns offenbar wieder zuvor gekommen. Aber sie wirkt etwas mopsiger als früher. Und ihr Fell glänzt auffällig. Hast du den ganzen Tag in der Stadt gespielt? Warum bist du nicht heimgekommen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. No. Nein, sie hat nicht nur gespielt. Sarah wäre fleißig für die Stadt. Wirklich? Good. Ja, wenn es darum ging, die Mauern zwischen Renäern und Danäern einzureißen, war ihr Beitrag wertvoller als der jedes bemühten Politikers. Mein hübsches kleines Mädchen hier? Sehr. Ich werde mich anstrengen, um Sarahs Beispiel zu folgen. Nö, hab ich doch schon. Okay. Sorry, Model. Uff, die Beine von Kisara wieder. Lecker. In den Netzstrumpfhosen. Danke, dass du allen in meinem Netz geholfen hast, Kisara. Tut mir leid, wir haben dich echt in Beschlag genommen, obwohl du genug zu tun hast. Nicht doch, ich mache gern, was ich kann, um den Traum meines Bruders zu verwirklichen. Außerdem musst du ja dafür bereit sein, dass Lord Dohalim jederzeit nach Menans hier zurückkehren könnte, stimmt's? Können wir morgen mal reinblicken wegen mir? Was? Was hat Dohalim denn damit zu tun? Oder am Sonntag oder so? Hey, mehr sag ich nicht. Ach, richtig. Das ist für dich, von uns allen hier. Ich hoffe, es bringt dir auf deine Reise was. Thank you. 5 bis 10 Minuten, wir haben alle Tries da weg auf jeden Fall. Das wäre doch nicht nötig gewesen, aber danke. Finanzia liegt noch ein Weilchen in deinen Händen, Nagel. So, Zari brought everyone together, huh? I guess the Ich appeal würde sagen, of ganz daher, aber da liegst du schon im Bett. Aw, you've got plenty of appeal too, Hoodle. Don't you worry. Ja, morgen müssen wir immer gucken. Ich weiß selber noch nicht, wann ich morgen wie zocke, streame. Um 9 Uhr ist auf jeden Fall Mario Kart. Und will ja morgen hier auch Gas geben. Ist ja schnell gemacht. Und sehr spät nachher. 11, 12 Uhr. Ich muss erstmal... denk gar nicht an nachher. Ich muss mein Inventar aufräumen. Ich habe 0 Platz. Ich habe eben mit Bali und Wolfi meinen allerletzten Item-Slot, den ich überhaupt noch frei hatte, ob in Truhe oder im Inventar, voll gemacht. Ich muss, wenn ich mit dem Stream hier durch bin und mir irgendwas Leckeres irgendwo geholt habe,
Erstmal Diablo starten und Inventar aufräumen. Please forgive me for summoning you all. I was hoping I could ask you to deliver a personal correspondence to Sisluden. A delivery? Isn't that a job for the Service Corps? Usually, yes. Truth be told, they aren't too fond Ich konnte of the nicht Corps aussortieren, over there weil as of ich late. Really? High-Level-Items hatte und die noch nicht mal tragen konnte. Deswegen habe ich erstmal gewartet und Aspekte gesammelt und Sachen noch vom Schurken. He isn't the issue. It's the citizens of Sisluden. They're not just wary of Renins, but Danins too. Makes sense. It is Sislodia after all. I see. And you've come to us because you think no one would risk interfering with us. Is that it? Yes. Of course, I don't think Und such wenn a ich task would require all of you to carry it Dungeons out. renne und Elixier What do drin you habe, wanna dann packe ich einfach alles erstmal in die possible Kiste, alles Nazamiel will come back here. halbwegs Gute und sortiere hinterher aus, weil ich die Elixierdauer nicht verschwenden will. Judging by that interaction, I don't think we'll see her again. Until she's ready. In which case, it's meaningless to continue searching for her. I think we should stay together so we're not apart when she returns. But What Dohalim says makes sense. Besides, we've been trying to find Nazamiel for a while. It would be good for you to focus on other things for a bit. yeah. All right then. We'll make the trip to Sisluden. Thank you so much. Here is the letter. So what's this correspondence about? It's a formal letter between autonomous organizations. Oh, Hootle! What? Did Hootle do something? Oh no, it's fine. I was just surprised to see him appear out of nowhere. I'm sorry for worrying you. Xion, do you still have some of your anxieties from when you had your thorns? Yeah, I guess. Sometimes I still panic when someone approaches me too suddenly. You know what they say about old habits dying hard. Right. That must be difficult. But overall, I've gotten pretty used to physical contact with others. It makes me happy more than anything. The joy of human contact. Hearing that from you, of all people, makes it sound all the more wonderful. Yeah, I'm with you there. And also, I think it's easy to forget as you grow older. Ah, but just Portion the Permit, warmth of das another haben can be Ace und really Noodles auch. comforting. It's cold in Sislodia, but when I hug Hootle tight, it warms me right to the soul. I remember how, whenever I was feeling anxious or when times were hard, my brother would silently rub my back. The Die warmth Noodles of his nennt das hand Spiel auch told me gern that Portion everything was going Parmesane. to be all right. It was reassuring. Weiß nicht warum. Ich muss ja dann immer sagen, dass es Potion Permit heißt und nicht Portion Parmesane. I've still only experienced that a few times, but I think I understand. Well, for what it's worth, you're always welcome to hug me, or even just lean on me, whenever you want. You too, Rinwell. Yeah, and the same goes for the two of you with me. You too, Hootle. Look, Xion, Kisara's waiting for us with open arms. Really? Now? Well, all right then. I guess it'll help me get more comfortable with this sort of thing. Thank you. Both of you.